Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Megamouts und heute zeige ich euch, wie ihr einen Schnitt vom Schnittmuster auf eine bestimmte Größe abhaust. Wieso abhausen, denkt sich vielleicht der eine oder andere von euch jetzt. Die Antwort ist ganz einfach. Wenn ihr einen Schnittbogen aus einer Zeitschrift angesehen habt, dann ist das vielleicht ganz ersichtlich, aber bei einem Fertigschnitt? Fangen wir mit einem Schnittbogen aus einer Zeitschrift an. Schnittmusterbögen aus Zeitschriften sind meist so konzipiert, dass sie auf beiden Seiten oder sogar überschneidend abgebildet sind, um Platz zu sparen. Wenn ihr jetzt euren Schnitt hier ausschneidet, kann es gut passieren, dass gleich mehrere Schnitte kaputt sind, da die Schnittteile sich ja überlappen. Das war's dann wohl mit dem schönen Sommerkleid auf der anderen Seite. Bei Einzelschnitten, auch Fertigschnitten genannt, ist es nicht ganz so gravierend. Die einzelnen Schnittteile liegen dann nämlich nebeneinander auf dem Bogen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Größe 36 ausschneidet und später für eine Freundin, die Größe 38 hat, auch ein Kleid nähen wollt, habt ihr diese Größe weggeschnitten. Das Abändern ist auch nicht mehr so einfach, falls das Kleid nicht mehr passt. Somit könnt ihr den Schnitt dann nicht mehr verwenden. Ist es ein Online-Schnitt, könnt ihr diesen zwar wieder ausdrucken und zusammenkleben, aber das ist ganz schön zeitaufwendig. Da ist das Abhausen schon einfacher. Ich will euch hier die zwei gängigsten Methoden zeigen, wie ihr den Schnitt abhausen könnt, ohne den Schnittbogen zu zerstören. Wir beginnen mit der Auswahl der Körpermaße. Die unterschiedlichen Linien der Maßtabelle zeigen euch, welche Linie ihr auf dem Schnitt abhausen müsst. Wenn ihr zum Beispiel die Größe 36 verwenden wollt, benötigt ihr diese Linie. Die kleinen Zahlen helfen dir zusätzlich beim Liniensuchen. Methode 1. Transparentes Papier auf den Schnitt legen und abhausen. Meiner Meinung nach die einfachste und schnellste Methode. Es gibt verschiedene Materialien, ich zeige euch das jetzt mit Seidenpapier. Dieses gibt es für wenige Euro im Nähladen zu kaufen. Der einzige Nachteil von Seidenpapier ist, dass dieses nicht ganz so durchsichtig ist. Legt dazu das Seidenpapier mit der stumpfen Seite nach oben auf den Schnitt. Wenn ihr eine lange gerade Kante habt, legt ihr das Seidenpapier dort an. Somit spart ihr euch schon mal die erste Linie. Beschwert das Papier mit Gewichten oder steckt es mit Nadeln fest, damit es nicht verrutscht. Mit einem Stift, zum Beispiel mit einem Bleistift, zeichnet ihr jetzt alle Linien ein. Ein Lineal für gerade Linien hilft euch dabei. Vergesst nicht, alle Linien und Markierungen möglichst genau zu übertragen. Zum Beispiel den Fadenlauf, die Abnäher, Knipse, Stoffbruch, Schnittlinien und so weiter. Schreibe auf deinen Schnitt die Größe und den Namen deines Schnittes und natürlich welches Schnittteil es ist. Die Info, ob die Beschnittzugaben dazukommen oder schon im Schnitt mit inbegriffen sind, sollte unbedingt auch mit drauf. Überprüft noch einmal in eurer Schnittübersicht der Anleitung, ob alle Markierungen, die zum Schnitt gehören, eingezeichnet sind. Wenn alles eingezeichnet ist, könnt ihr die Schnittteile ausschneiden. Nehmt dafür eine Papierschere. Eure Schneiderschere wird sonst ziemlich schnell stumpf und das wäre schade drum. Alternativen zum Seidenpapier sind zum Beispiel Kopierfolie oder Malerfolie. Die gibt es zum Beispiel im Baumarkt. Ihr könnt auch Backpapier, Butterbrotpapier oder Architektenpapier verwenden. Die Methoden sind die gleichen wie beim Seidenpapier, allerdings benötigt ihr bei manchen Materialien noch einen Folienstift oder einen wasserfesten Stift. Methode 2. Kopierrad oder Kohlepapier. Bei dieser Methode wird das Schnittpapier unter den Schnitt gelegt. Dazu könnt ihr zum Beispiel Packpapier oder eine alte Schreibtischunterlage verwenden. Mit dem Kopierrad zieht ihr einfach die Linie des Schnittes nach. Mit den Zacken des Kopierrädchens drückt ihr die Konturen des Schnittes auf den leeren Papierbogen darunter. Übertragt wieder alle Markierungen, wie schon bei der Seidenpapiermethode erwähnt. Ist alles übertragen, könnt ihr die Schnittteile wieder ausschneiden und verwenden. Statt dem Kopierrad könnt ihr auch Kohlepapier zwischen Schnittpapier und Schnitt legen und mit einem Stift die Linien nachziehen.
So, ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Falls es noch Fragen gibt, kannst du mir die gerne unten in den Kommentaren stellen. Oder hast du andere Möglichkeiten? Wie machst du das? Würde mich echt interessieren. Also einfach unten drunter schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!